Guten Morgen, Herr Debusmann. Was darf es denn sein? Herr Wege, ich hätte heute gern 400 Gramm jungen Gouda, bitte. Darf sonst noch was sein? Außerdem bräuchte ich 255,5 Gramm Edelsalami, bitte. Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Rea Elektronik GmbH. Mein Name ist Frank. Mein Name ist Daniel und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ein Gefällt mir dalassen und unseren Kanal abonnieren. An diesen Werbespot erinnern Sie sich noch, oder? Ich habe mir schon des Öfteren gedacht, wie es Hersteller in der Lebensmittelindustrie hinbekommen, jedes Mal den gleichen Inhalt in eine Verpackung zu bekommen. Das stimmt. Wenn Sie zum Beispiel Fleisch kaufen, es ist exakt die richtige Menge in der Verpackung. 225 Gramm Steak, 315, immer korrekt gekennzeichnet. Und dann auch noch Massenproduktion 24/7. Da sieht es nochmal ganz anders aus. Thema Produktverfolgung, Traceability, Track and Trace, total belastete Begriffe, die wir uns heute mal genauer anschauen möchten. Und wenn Sie das auch interessiert, dann bleiben Sie jetzt dran. Wir sind heute zu Gast bei der Firma Wipotec in Kaiserslautern. Es ist Juli und es regnet Bahnschienen. Wipotec beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit industrieller Wegetechnik und man hat das Sortiment komplettiert zu vollständigen Inspektionslösungen. Track and Trace ist hier die Aufgabe und das Unternehmen ist stolz, mit einer ungewöhnlich hohen Fertigungstiefe von 85% ein Komplettsystem entwickelt zu haben, das ETU ist. Frank, was ist bitte ETU? ETU bedeutet Easy to Use. Hier am Standort hat man alles unter einem Dach. Forschung, Entwicklung, Projektierung, Produktion, Service und Vertrieb. Das kennen wir irgendwoher und das gefällt uns. Spezialisiert ist man auf Food- und Pharma-Applikationen. Serialisierung im Pharmabereich ist sogar das Steckenpferd von Wipotec und man hat den Markt die letzten Jahre im Sturm erobert. Daher unser Thema heute: Kennzeichnung in Track-and-Trace-Anwendungen, vor allem im Bereich Food und Pharma. Wir stehen jetzt hier in einer Standard-Wägeeinheit, wie sie in der Food-Industrie üblicherweise eingesetzt wird. Hallo Volker, schön, dass es geklappt hat. Schön, dass ihr da seid. Volker, sag doch unseren Zuschauern bitte, wer du bist und was du hier bei Wipotec machst. Ja, mein Name ist Volker Ditscher und ich leite den Geschäftsbereich Track and Trace, den jüngsten in unserer über 30-jährigen Firmengeschichte. Angefangen hat bei Wipotec hier alles mit dem hochpräzisen Wiegen und über die Inspektionstechnik sind wir dann auch in den Bereich Track and Trace gekommen. Das heißt, wir haben hier eine Waage, die vor allem im Durchlauf sehr präzise wiegen kann. Genau. Was ist denn da die Herausforderung? Ja, die Herausforderung beim dynamischen Wiegen, also dem Wiegen in der Bewegung, liegt vor allem in Luftwiderständen oder in Erschütterungen, mit denen wir da zu kämpfen haben. Und trotzdem können wir bis auf ein Tausendstel Gramm genau wiegen. Beispiel, wir haben einen Käseblock, da sind ja bekanntermaßen auch Löcher drin. Wie schafft ihr das, dass dann trotzdem genau die gleichen Mengen auch genommen werden können? Ja, spannend was. Die Löcher im Käse. Wir haben also mit unserer Röntgentechnologie die Möglichkeit, komplette Käseblöcke zu durchleuchten und erkennen dann quasi anhand der Dichte, wo wir genau 200 oder 300 Gramm schneiden müssen, um die in der Verpackung zu haben. Das ist hochgradig spannend. Ich fürchte nur, dass unsere Zuschauer sich nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Können wir uns das vielleicht mal ansehen? Klar, komm mit. So, wir sind jetzt hier an einer X-Ray-Maschine. Hier werden Produkte transportiert und gleichzeitig durchleuchtet. Und das ist dann Track and Trace? Naja, Frank, für Track and Trace brauchst du noch ein bisschen mehr. Wir bräuchten zum Beispiel eine Seriennummer, mit der wir das Wissen, wo die Löcher im Käse sind, verheiraten können. Und dafür braucht man Kennzeichnung. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Auf geht's!
Stichwort Kennzeichnung. Sogenannte Closed-Loop-Applikationen sind ja in der Nahrungsmittelindustrie in aller Munde und gar nicht mehr wegzudenken. Das bedeutet, wiegen, markieren und kontrollieren. Aber was genau ist denn der Unterschied zu einer echten Serialisierung, sprich Track and Trace? Naja, bei dem sogenannten Tracking und Tracing, also dem Verfolgen und Rückverfolgen, kommt es halt eben auch auf einen eindeutigen Code an, weil ohne eine Seriennummer kann ich das nicht machen und somit auch keine komplette Lieferkettentransparenz und auch keinen Verbraucherschutz herstellen. Ich höre immer, das ist mega kompliziert und vor allem extrem teuer. Mit welchen Kosten muss man denn da überhaupt rechnen? Wenn man es gleich richtig machen würde, dann muss es nicht teurer sein als die typische Bastellösung im Feld. Unsere Kunden bekommen immer wieder Schweißperlen auf die Stirn, wenn es darum geht, eine Kamera in eine Fertigungslinie zu integrieren, die dann auch noch Klarschrift lesen soll. Muss das kompliziert sein? Also die Frage ist ja eher, warum ist es so kompliziert? Und wir haben hier mal etwas vorbereitet. Wir haben hier ein System, eine typische Bastellösung mit einem Drucker, mit einer Kamera und die Maschine als solches. Nun sind das 3 Subsysteme, also jedes System für sich muss bedient, geschult, trainiert, beserviced werden. Und das Problem ist, der Drucker redet nicht mit der Kamera, die Kamera redet nicht mit dem Drucker. Das Ganze dann noch getoppt mit der Maschine, die noch eingelernt werden muss auf die Triggerpositionen. Da habe ich enorme Komplexität. Also zusammengefasst, eine Nicht-Bedienerfreundlichkeit ist hier absolut gegeben. Korrekt. Und ich schlage mal vor, du holst mal deinen Kollegen Frank und ihr probiert das einfach mal aus. Da gehen wir mal ran an die Sache. Frank! So Frank, du weißt, um was es geht? Das Ding muss zum Laufen gebracht werden. Und das möglichst schnell. So, hier ist eine Ansage. Das will ich noch eingeben, stoppen. Aber hier, ja, da sehe ich schon die erste Meldung. Das war ein Fehler, da muss ich nochmal. Na Jungs, das wird nichts mehr, oder? Chancenlos, Volker, chancenlos. Ja, das dachte ich mir. Ihr habt ja auch schon den Service angerufen, habe ich gesehen. Die Autos in den schönen Farben sind schon da. Kommt mal mit, ich zeige euch, wie das richtig geht. Okay. So, ihr habt jetzt am eigenen Leib erfahren, wie schmerzhaft das sein kann, mit einer Bastellösung zu arbeiten. Wo der Drucker nicht mit der Kamera redet, die Kamera nicht mit dem Drucker redet, die Schnittstellen einfach nicht richtig funktionieren. Und ja, selbst die Maschine muss separat bedient werden. Also 3 Displays, das ist super komplex. Es kann aber auch ganz anders sein. Es kann einfach voll integriert sein. Und da haben wir hier ein System. Wenn ich da jetzt auf den Startknopf drücke, dann kriegt automatisch der Drucker gesagt, was er zu drucken hat und die Kamera, was sie zu lesen hat. Und wenn die hinten rauskommt, ist die gleichzeitig sogar noch gewogen. Und siehe da, perfekter Druck. Können wir da auch mal Reajet draufschreiben? Ja, sicher. Ja, dann los. Gut. Das ist alles. Das ist alles. Was uns ja immer interessiert, Volker, warum Reajet? Als wir damals das voll integrierte Bedienkonzept entwickelt haben, war es natürlich auch wichtig, eine Schnittstelle zu erhalten, welche eine solche tiefe Integration überhaupt erst zulässt. Rea war der einzige Anbieter im Markt, der eine solche Schnittstelle bereitstellen konnte. Neben der hervorragenden Druckqualität war es aber auch die erstklassige Betreuung, die uns voll und ganz überzeugte. Das heißt, der Ursprung des Erfolgs war die Schnittstelle? Genau. Wovon Volker spricht, ist die Reajet Titan-Plattform. Das ist ein produktlinienübergreifendes, einheitliches Bedienkonzept mit harmonisierter Schnittstelle. Das bietet Ihnen genau 2 Vorteile. Nämlich, einmal, wir können horizontale und vertikale Datenströme direkt im Controller handeln und zum anderen können wir Ihre Kennzeichnungsanforderungen technologieübergreifend lösen, ohne dabei jedes Mal die Schnittstelle neu programmieren zu müssen. Hier verbaut der Reajet HR Pro OEM als 4-Kopf-Variante, um die Fallschachteln in 1 Zoll Höhe von beiden Seiten auch bedrucken zu können. Für schwierige Produktgeometrien wäre auch der Reajet CIJ, der SC 2.0, ein probater Vertreter. Im hochauflösenden Bereich setzen wir aber auch häufig auch den Laser ein, den Reajet CL. Und wie der funktioniert, das zeigt uns jetzt der Daniel. Wenn Sie eine dauerhafte und fälschungssichere Kennzeichnung haben möchten, dann nehmen Sie doch einfach den Laser.
Sie sehen hier einen CO2-Laser, der den Laserstrahl erzeugt. Im Scankopf befinden sich zwei Spiegel. Diese sind X und Y gelagert, die den Laserstrahl über eine Linse fokussiert auf das Produkt bringen. Wir haben den riesen Vorteil, dass der Laser in der Bewegung wie aber auch im Stillstand beschriften kann. Was mir sehr gut gefällt bei dieser Applikation ist, dass wir hier eine Zweiachshalterung verbaut haben. Das bedeutet, dass Formatwechsel in geringster Zeit möglich sind. Sie stellen heute eine andere Schachtel her wie morgen. Mit wenigen Handgriffen ist der Laser justiert und Sie können Ihre Maschine wieder voll in Betrieb nehmen. Sie fragen sich sicherlich, wo unsere Kontrolleinheit ist. Dann nehme ich sie mal mit. Wie wir gelernt haben, wird die komplette Maschine, auch der Laser, über das HMI der Firma Wipotec angesteuert. Somit wird dieser Controller nur dafür benötigt, um ein Software-Update aufzuspielen. Schön gelöst. Aber nun lasst uns doch mal sehen, wie die Anlage im Betrieb funktioniert. Ich füge dem Prozess nun die Faltschachtel zu. Die Faltschachtel wird eingezogen und dem Laser präsentiert. Die Druckauslösung geschieht hierbei über eine Fotozelle. Bei dem Einsatz eines Drehimpulsgebers ist es uns möglich, variable Produktgeschwindigkeiten abzugreifen. Das bedeutet, dass das Druckbild sich nicht auseinanderzieht oder gestaucht wird. Jetzt haben wir ja auf der Faltschachtel vom Daniel gesehen, dass da ein 2D-Code aufgelasert ist. Genau genommen ein ECC 200 Datamatrix-Code. Und der wird nach Druckqualitätsparametern bemessen. Jetzt die Frage, wie messt ihr die Qualität und warum? Das machen wir eben auch hier mit einem voll integrierten REA-Verifier, um die globalen gesetzlichen Anforderungen normkonform sicherzustellen. Volker, vielen lieben Dank für den tiefen Einblick in die Welt der Traceability. Sehr gerne. Es ist doch interessant zu sehen, wie gut das alles miteinander vernetzt ist. Also wirklich spannend. Frank, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich geht wieder ein spannender Tag zu Ende. Ich hätte im Leben nicht gedacht, dass Produkte des täglichen Lebens wie Gouda Jung, Salami aus Mailand, Medikamente aus der Apotheke einen so komplexen Prozess durchlaufen. Die Firma Wipotec hat es geschafft, die Begrifflichkeit Track and Trace in eine kundenfreundliche Anlage zu integrieren. Eine echte Success Story made in Germany. Das gefällt uns. Sie sind auch Maschinenhersteller und suchen ein Kennzeichnungssystem, das nicht nur vorgibt, sich leicht integrieren zu lassen, sondern es auch tatsächlich kann. Sie haben auch Kennzeichnungsanforderungen vor der Brust, wo die Vernetzung der Geräte absolut wichtig ist, ähnlich wie es hier bei Wipotec ist. Dann kommen wir sehr gerne bei Ihnen vorbei und unterstützen Sie bei diesem Vorhaben. Und wenn Sie eine Track-and-Trace-Anlage suchen, das haben wir heute gelernt, werden wir uns so oder so noch mal sehen. Genau, so ist es. Wir sagen vielen Dank fürs Zusehen. Schalten Sie wieder ein, wenn es heißt Kennzeichnungsprofis vor Ort.